Ich bin Saf, ich bin 40 Jahre alt und ich wohne in Köln. Das Verhältnis zu meiner Geschlechtsidentität ist kein einfaches. Das war mit oder ist immer wieder auch mit Struggles verbunden, irgendwie da sozusagen meinen Platz zu finden auch so. Also, weil ich immer schon so das Gefühl hatte, es ist schwierig für mich, einen Platz zu finden, so. Ähm, genau, also ich, ne, wusste schon früh, okay, ich entspreche nicht typischen Vorstellungen von Männlichkeiten. Ich habe damit irgendwie nichts am Hut. Ich wollte irgendwie auch nie ein Typ sein. Früher dachte ich aber, ich wär's so und genau, bis ich dann eben halt auch irgendwann sozusagen rausgefunden habe, nee, bin ich hier halt eben also nicht sozusagen, ne? Ich muss das auch nicht sein und es gibt eben ganz viel anderes jenseits von irgendwie Männlichkeiten und ich muss auch kein queerer Mann sein oder so, sondern ich darf einfach eine Person sein, die ähm, ja, sich da eben nicht verortet, beziehungsweise explizit nicht als Mann verortet. Genau, am ehesten passt so Genderqueer nach wie vor zu mir oder Gender Retired. Das ist ein schöner Begriff, finde ich, den ich von einer befreundeten Person gelernt habe. Genau, weil ich eigentlich so ein bisschen genervt bin davon, sich da so ständig positionieren zu müssen und es eigentlich ganz gut finde, ähm, ja, da auch so ein bisschen weg von den Labels zu kommen. Also das war eigentlich schon lange ein Thema und es ist aber jetzt immer mehr für mich auch nochmal. Also es gibt ja einmal so die Queer-Bubble, da funktioniert das irgendwie natürlich irgendwie anders als in der Sauna, wo ich jetzt gerade arbeite oder so. Oder genau, in Familienkontexten ist es auch nochmal anders. Genau, aber sozusagen so in dem Kontext, wo mir das wichtig ist und wo ich das Gefühl habe, ähm, dass da sozusagen auch Prozesse laufen, dass Menschen offen sind dafür, da arbeite ich gerne damit, dass ich mich außerhalb des binären Gender-Spektrums bewege und gerne eigentlich kein Label benutzen möchte. Die Reise ist eine Achterbahnfahrt auf jeden Fall. Ähm, ja, in den 40 Jahren ist verdammt viel passiert, so verdammt viel erlebt. Und ja, ist gar nicht so einfach. Genau, es gab immer wieder so verschiedene Punkte und Phasen in meinem Leben. Und ich glaube, sehr prägend für mich ist sozusagen, sind so ja, die 90er eigentlich gewesen. Also Ende 90er, als ich so viel in so queer-feministischen Kontexten unterwegs war und ja, auch so ein bisschen sozialisiert wurde. Nee, nicht ein bisschen, sehr sozialisiert wurde. So, das war tatsächlich so ein, ein wichtiger Moment oder eine wichtige Phase, weil ich da so ein bisschen so ein Zuhause gefunden habe. Also ich war mit den Rights Girls in Bonn, also so und ganz viel so queer feministische Sachen. Weil ich so das Gefühl hatte, okay, da habe ich so meine Andockpunkte irgendwie. Und das war eine wichtige Phase und daraus haben sich ganz viele Sachen entwickelt dann so für mich und meine Identität, weil damals war das natürlich auch noch, also wurde ich auch noch ganz anders gelesen, auch in der Szene, als es heute zumindest bei den Leuten, die mich kennen, irgendwie der Fall ist. Ähm, genau, aber das war so der Anfang von, sag ich mal, auch so meiner queer-aktivistischen, aber auch sozusagen meiner Reise, so meiner persönlichen Reise. Die Riot Girls, das war, beziehungsweise die gibt es auch noch, die bringen noch den queer-feministischen Taschenkalender raus. Und aus dieser Ladyfest-Orga-Gruppe hat sich dann eben so eine feste Gruppe entwickelt, wo es darum ging, einmal inhaltlich zu arbeiten, aber auch eben politisch zu arbeiten und Veranstaltungen zu machen, Leute einzuladen, selbst irgendwie aktiv zu werden. Wir haben
verschiedene Aktionen auch gemacht, irgendwie, als dann auch irgendwie das Schwulen-Lesben-Referat, hieß das damals, glaube ich, noch, abgeschafft werden sollte an der Uni und so, haben wir irgendwelche Homo-Heilungen durchgeführt und waren sehr interessante Sachen dabei, so, aber wir haben eben auch viele KünstlerInnen und so eingeladen, Konzerte veranstaltet und genau, uns inhaltlich aber auch miteinander auseinandergesetzt. So. Und mit anderen Politgruppen auch tatsächlich. Da ging es auch so zwischendurch mal so ganz schön heiß her. Wieder bei Gender Performance sozusagen, ne? Was muss ich eigentlich sozusagen performen, um auch in der Szene sozusagen Anerkennung zu finden, so. Das waren viele Jahre irgendwie Themen von mir, auch schmerzhafte Erfahrungen, so. Ich das Gefühl hatte, so, ähm, genau, wo ich mich auch ausgeschlossen gefühlt habe, so teilweise und irgendwie doch auch so, ähm, ja, Druck irgendwie empfunden habe, so im Sinne von, ähm, ich müsste da jetzt irgendwas anders performen, um sozusagen mehr in meiner Identität sozusagen Anerkennung zu finden. Und ähm, genau, da bin ich irgendwie jetzt anders angekommen. Also sowohl für mich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, aber auch, wo ich das Gefühl habe, auch in der Szene bin ich irgendwie für mich anders angekommen. Vielleicht auch dadurch, also es entwickelt sich und sozusagen mit dem, ja, was ich so habe und es darf auch okay sein, dass ich Bart trage und ich muss nicht super queer rumrennen. Genau, also es gibt ganz viele wichtige Stationenpunkte in meinem Leben. Genau, so mit dem Studienbeginn in Bonn damals bin ich halt so raus aus meiner Schwarzwälder Blase irgendwie gekommen, so, wo ich immer schon auch so irgendwie auf der Suche war, aber genau, war halt Schwarzwald so. Da hatte ich irgendwie nicht so viel Bezugspunkte, die ich gefunden habe. Und genau, in Bonn damals fing das so an mit alternativem Leben, Hausprojekt, verschiedene politische alternative Zusammenhänge und eben dann halt auch so queer-feministische Zusammenhänge. So, und da habe ich ganz viel, ja, Politisierung eigentlich erfahren. So, ich war vorher nicht sehr politisch oder so und genau, das war so, fing so in Bonn an und das war so ganz spannend, weil ich erst sozusagen diese politische Sozialisation hatte und gleichzeitig so mit meiner Positionierung auch als queere Person, AMAP, also männliches Geschlecht zugewiesen bekommen bei der Geburt, ähm, immer so ein bisschen schon gedacht habe, so ja, aber wo sind hier meine Peers und so? Also es war damals irgendwie so, da war ich sehr auf der Suche und bin ich teilweise auch noch, aber jetzt habe ich sozusagen ein anderes Verständnis davon. So und auch die Szene hat sich krass verändert, was das angeht. Damit hatte ich auch lange Struggle, weil ich mich eigentlich immer nie als trans bezeichnet hätte. So, und jetzt sitze ich hier im Transgeneration. So, genau, und da hatte ich auch einige Jahre mit zu tun, so, weil ich das Gefühl hatte, so, wow, das ist ganz schwierig für mich. So, ich habe mich sehr wohl gefühlt ähm, in dem Queer-Begriff, also dem großen politischen, aber eben auch Gender und genau Identitätsbegriff, so der genau, ganz uneindeutig sein wollte und auch eben genau damit in Anführungsstrichen geglänzt hat. Das fand ich ziemlich cool so. Ähm, und ich habe so das Gefühl, so, genau, der ist halt irgendwann einem Trans-Begriff so ein bisschen gewichen. Das hat ja alles so seine Sinnhaftigkeit, also ne, mit Einordnung und Zuordnung und ne, Politik und ne, was wir damit machen können. Aber für mich war das tatsächlich auf einer Identitätsebene eher schwierig. So. Und mittlerweile bin ich da aber irgendwie so voll d'accord und bin da auch irgendwie ganz gut angekommen. Das hängt aber auch damit zusammen,
dass ich eingeladen wurde auch in Räume, aus denen ich mich früher halt auch ausgeschlossen gefühlt habe. Also wie zum Beispiel letztes Jahr bei der Trans-Freizeit, so, das war für mich so ein Ding, okay, ähm, das ist doch irgendwie auch was, dem ich mich zugehörig fühlen kann und wo ich sozusagen auch ähm, mh, also angenommen, aufgenommen wäre, also es ist ja irgendwie schwierig, es ist ja kein Club, aber also ähm, ne, sozusagen mit meiner Körperlichkeit und Performance und sozusagen als AMAP war für mich immer sozusagen das so ein bisschen unklar, okay, kann ich so eine Begrifflichkeit für mich reklamieren, so, zumal ja eben dann halt dieser Shift eben passiert ist und eben so eine Identität, die ich mir quasi ja genommen habe oder also ne, Genderqueer war immer so das, an dem ich mich am ehesten noch orientiert habe. Und ne, mit diesen Zuordnungen von, okay, das fällt jetzt alles unter Transbegrifflichkeit, war so, das finde ich jetzt aber komisch, weil ne, ich sehe mich da gar nicht und mittlerweile sehe ich mich da so. Und mittlerweile finde ich das auch gut, mir da Räume zu erschließen. So in den Generationen vielleicht nach mir ja schon nochmal, also es entwickelt sich ja alles ständig weiter und das ist ja das Coole daran. So, ne? Also mittlerweile habe ich auch das Gefühl, ich sehe auch mehr ähm, genderqueere AMAP-Personen. Ich nehme jetzt mal so das Label so, wo ich es ja eigentlich schwierig finde, aber sozusagen auch, wo ich gewisse Referenzpunkte sehe. Ich für mich habe viel Struggle damit gehabt, so. Ich finde es schwierig zu vergleichen, weil ich kann ja nicht die Erfahrung von anderen Personen sozusagen, also die spüre ich ja nicht so. Ich kann nur sagen, dass ich für mich das Gefühl habe, dass es wahnsinnig schwierig war, teilweise, aber auch natürlich, weil ich mich irgendwie auch um ganz viele Sachen gedreht habe, ne? So von, okay, ne, wie werde ich gelesen, was passiert dann irgendwie, also ne, mit Räumen, die früher zum Beispiel Frauenräume waren, die jetzt Flinterräume sind, in denen ich ja dann sozusagen eigentlich willkommen bin. Also das gab ja auch diverse Debatten und so dazu. Und es ist halt nicht so leicht, wenn du irgendwie eigentlich auch sozialisiert bist, so in so einer Community. Und ich auch sagen würde, ich relativ sensibilisiert bin für gewisse Sachen und ich weiß, dass irgendwie auch, genau, mein Körper einfach bei gewissen Personen gewisse Dinge auslöst, so. Ähm, und trotzdem ist halt so die Frage, ja, was mache ich denn damit? Also muss ich mich aus allem irgendwie zurücknehmen oder genau, ne, wo wird was wie auch eingeordnet? So, da hatte ich viel Unsicherheiten und ich glaube, dass das vielen Personen auch so geht und gleichzeitig habe ich halt auch das Thema drum, okay, wie eignet sich was wie an? Und dann eben so dieses, okay, ich wurde eingeladen, irgendwie zu Sachen zu gehen, also zur Trans-Freizeit oder ich bin jetzt auch im Flinter-Fußballteam so, ne? Ich bin immer so, okay, mit diesem Körper sollte ich eigentlich keinen Fußball spielen, weil ich ja finde, das ist so männlich konnotiert, ne. Aber es macht einfach Spaß und gleichzeitig irgendwie da auch mit einer Selbstverständlichkeit sein zu können, also auch diese Ängste weg sind, tatsächlich Ängste, die ich immer mit hatte, wenn ich dann in solche Räume gegangen bin. Okay, ist das jetzt okay? Was macht das mit anderen Personen? Bin ich da willkommen? Genau, aber ganz viel hat sich übers Tun und über Erfahrung und ja, habe ich ganz viel gelernt, wer ich bin. Genau, also es gibt auf jeden Fall einige Menschen, die ganz, ganz wichtig waren auf meinem Weg. Das waren so einige FreundInnen halt, also die,
über die ich irgendwie Sachen gelernt habe oder die sozusagen auch mit Raum für mich gehalten haben oder genau, also vor allem irgendwie so enge Bezugspersonen. Und gleichzeitig gab es schon auch, wenn ich so denke, so im Nachhinein, ähm, so Menschen, ja, zu denen ich auch aufgeschaut habe, so und die irgendwie so ganz wichtig waren, dann ab gewissen Zeitpunkten, wo ich dann so gemerkt habe, so wow, ähm, einerseits irgendwie aber auch so ein Ding von, das ist irgendwie faszinierend und auch Leute mit ihrer Stärke sehr faszinierend und gleichzeitig hat mich das auch immer so ein bisschen eingeschüchtert oder nicht ein bisschen, auch ziemlich eingeschüchtert, so dieses wow, krass und genau, es ist so dieses Ding von einerseits irgendwie vertraute Leute zu haben, die genau, wo ich irgendwie auch im Nachhinein denke, wow, wie wäre das gewesen, wenn ich es irgendwie schon früher geschafft hätte, auch mich mit manchen Sachen mehr zu öffnen oder wie auch immer, ne? Und gleichzeitig irgendwie auch so Menschen, zu denen ich auch aufgeschaut habe und es auch immer noch tue und dann aber auch sozusagen so mittlerweile zu sehen, wow, was für Struggles auch die Leute halt haben oder hatten und dass es harte Arbeit ist für die Leute irgendwie auch so. Ich glaube, ich habe super viel, also für mich ist das wahr, dass ich super viel im Nachhinein aus Krisen sozusagen gewachsen bin. So in der Krise hat sich das nie so angefühlt und es war immer ganz furchtbar und genau, so, aber letztendlich habe ich ganz viel, also bin ich dadurch ganz viel gewachsen. Auch da nochmal so zum Beispiel so gelernt habe, okay, ne, Resilienz ist ja immer so ein Begriff und in irgendeinem Kontext dann nochmal so gelernt habe, so ja, es geht aber nicht nur um die Biegsamkeit, sondern es geht auch darum, manchmal zerbricht man halt auch an Sachen und wächst halt wieder so zusammen. Und das ist irgendwie auch okay. Oder besser gesagt, ne, vielleicht irgendwie so dieses Bild fand ich ganz schön, so dieses, ähm, das ist sogar noch sozusagen tragfähiger teilweise. Und ja, ich habe schon das Gefühl, ich wurde, habe mich oder wurde durch so Situationen auch immer wieder so neu geordnet oder konnte mich irgendwie auch wieder neu ordnen. Und da habe ich jetzt ja zum Beispiel irgendwie so diese Körperarbeit so krass für mich entdeckt. So, Community bedeutet für mich ganz viel Verschiedenes. Wo fange ich jetzt an? Also die wichtigste Community für mich ist einfach tatsächlich sind meine Friends und meine Family, Chosen Family. Ähm, und das ist jenseits von jetzt Queer Community oder so, habe ich einfach gemerkt. Also natürlich sind die meisten von den Menschen irgendwie in der queeren Bubble, aber auch längst, also nicht alle. Und genau, und das ist sozusagen das Netz, das mich irgendwie hält. Und das ist irgendwie über ganz viele Jahre irgendwie gewachsen und hat sich verändert, verändert sich ja auch immer noch sozusagen, ne, wer gerade wie nah ist. Und das habe ich auch gelernt sozusagen, dass das völlig okay ist. Alles verändert sich, ich verändere mich, Freundschaften verändern sich, manche Wege trennen sich, bei manchen gibt es irgendwie Pausen, tauchen dann aber plötzlich wieder auf und genau, und aber so ein Grundvertrauen irgendwie zu haben in Menschen, so. Ich bin eigentlich ein super misstrauischer Mensch, so. Das ist mir auch nicht leicht gefallen. Das musste ich auch erst lernen, sozusagen, okay, Vertrauen. Und das ist für mich Community.